Unser Gehirn liebt Rhythmus, nicht weil wir es so wollen, sondern weil es so gebaut ist. Psychologen nennen das zeitliche Orientierung. Wir brauchen Ankerpunkte im Alltag, um uns sicher und geerdet zu fühlen. Und der Ruhestand nimmt uns diese Ankerpunkte auf einen Schlag weg. Kein Montag fühlt sich mehr anders an als ein Samstag. Kein Morgen hat mehr eine klare Richtung. Die Zeit, die vorher immer zu knapp war, ist plötzlich endlos, und das fühlt sich nicht wie Freiheit an. Es fühlt sich befremdlich an. Viele Menschen beschreiben diesen Zustand als eine Art inneres Schweben. Man ist nirgends verankert. Man wartet auf etwas, aber man weiß nicht worauf. Und weil niemand darüber spricht, denkt man, vielleicht stimmt etwas nicht mit mir. Das ist keine Schwäche. Das ist Biologie. Und es passiert fast jedem. Nur spricht kaum jemand darüber. Aber es geht um noch etwas Tieferes. Etwas, das noch schwerer in Worte zu fassen ist. Fragen Sie sich mal, wenn jemand Fremdes Sie fragt, wer sind Sie? Was antworten Sie? Die meisten Menschen nennen als erstes ihren Beruf. Ich bin Lehrer. Ich bin Ingenieurin. Ich bin Krankenpfleger. Wir denken, wir haben einen Beruf, aber in Wirklichkeit sind viele von uns ihr Beruf. Er ist nicht nur das, was wir tun, er ist ein großer Teil dessen, wer wir glauben zu sein. Und wenn dieser Beruf wegfällt, fällt nicht nur die Aufgabe weg. Es fällt ein Stück Identität weg. Das klingt dramatisch, aber es erklärt, warum so viele Menschen im Ruhestand das Gefühl haben, sich selbst nicht mehr ganz zu erkennen. Nicht, weil sie krank sind, nicht, weil etwas falsch mit ihnen ist, sondern weil niemand sie darauf vorbereitet hat, dass dieser Übergang auch ein innerer Übergang ist. Denken Sie mal daran, wie viel Zeit Sie in Ihrem Beruf verbracht haben. Nicht nur die Arbeitsstunden, sondern die Gedanken auf dem Heimweg, die Gespräche beim Abendessen, die Träume in der Nacht vor einem schwierigen Tag. Der Beruf war nicht nur Arbeit, er war ein ständiger Begleiter. Und jetzt ist dieser Begleiter weg. Eine Studie der Universität Zürich hat gezeigt, dass Menschen, die ihre Identität stark mit ihrer Arbeit verknüpft hatten, im ersten Ruhestandsjahr deutlich häufiger über Sinnlosigkeit und innere Leere berichten. Nicht über Geldprobleme, nicht über gesundheitliche Beschwerden, über Sinn. Das ist die eigentliche Herausforderung des Ruhestands. Und sie verdient eine ehrliche Antwort. Dazu kommt noch etwas, worüber besonders selten gesprochen wird. Was der Ruhestand mit unseren Beziehungen macht. Viele Paare freuen sich auf die gemeinsame Zeit. Endlich zusammen. Endlich keine Termine mehr, die trennen. Und dann sind sie plötzlich den ganzen Tag zusammen und merken, dass sie sich in vielen Jahren des Nebeneinanderlebens ein bisschen fremd geworden sind. Die Arbeit hat nicht nur Struktur gegeben, sie hat auch Abstand gegeben. Eigene Welt, eigene Gespräche, eigene Erfolge. Wenn dieser Abstand wegfällt, prallen plötzlich zwei Menschen aufeinander, die ihre eigenen Gewohnheiten, eigenen Rhythmen und eigenen, unausgesprochenen Erwartungen mitbringen. Das führt nicht selten zu Reibung, zu kleinen Konflikten über große Nichtigkeiten, zu dem Gefühl, warum funktioniert das nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe? Und das ist kein Zeichen, dass die Beziehung gescheitert ist. Es ist ein Zeichen, dass beide Menschen sich neu kennenlernen müssen. Als Rentner, als Menschen mit Zeit, als Menschen ohne die Rolle, die sie jahrzehntelang gespielt haben. Und gleichzeitig, die sozialen Kontakte, die durch die Arbeit entstanden sind, fallen ebenfalls weg. Kollegen, mit denen man täglich gesprochen hat, sind plötzlich nicht mehr Teil des Alltags. Manche Freundschaften, die man für selbstverständlich hielt, erweisen sich als reine Arbeitsfreundschaften. Das tut weh, und es ist wichtig, das anzuerkennen, nicht wegzuschieben. Einsamkeit im Ruhestand ist in Deutschland eines der am meisten unterschätzten Themen. Laut einer Studie des Robert-Koch-Instituts berichten fast 30% der Menschen über 65 von regelmäßigen Gefühlen der Einsamkeit, obwohl viele davon Partner haben und Familie in der Nähe. Wenn Sie dieses Video hilfreich finden und sich wünschen, dass mehr Menschen offen über solche Themen sprechen, dann abonnieren Sie diesen Kanal.
Hier sprechen wir regelmäßig über genau diese leisen, schwer greifbaren Fragen, die das Leben ab 50 mit sich bringt. Aber dieses Video soll nicht nur benennen, was schwer ist. Es soll auch zeigen, was möglich ist. Denn der Ruhestand ist keine Endstation. Er ist ein Übergang. Und wie jeder Übergang im Leben, der Auszug von zu Hause, die erste Partnerschaft, der Verlust eines Elternteils, verlangt er etwas von uns. Nicht Stärke, sondern Bereitschaft. Die Bereitschaft hinzuschauen, sich selbst neu kennenzulernen, sich zu fragen, was gibt meinem Leben jetzt Bedeutung, nicht was hat es gegeben. Was Forschung und viele persönliche Erfahrungen zeigen, ist Folgendes: Menschen, die den Ruhestand gut meistern, sind nicht die, die am meisten unternehmen. Es sind die, die neue Struktur aufgebaut haben. Nicht die alte kopiert, sondern eine neue erschaffen. Feste Zeiten, feste kleine Rituale, Dinge, die zählen, auch wenn sie niemand sonst sieht. Vielleicht ist es der Spaziergang jeden Morgen um 8:30. Vielleicht ist es das Notizbuch, das man jeden Abend aufschlägt. Vielleicht ist es der Kaffee mit dem Nachbarn jeden Dienstag. Kleine Dinge. Aber sie geben dem Tag wieder einen Rhythmus. Und Rhythmus gibt dem Leben wieder Halt. Es sind die Menschen, die sich erlaubt haben zu trauern. Ja, zu trauern. Um das, was war. Den Beruf. Die Kollegen. Die Struktur. Diese Trauer ist nicht falsch. Sie ist ein Zeichen, dass etwas Bedeutung hatte. Und es sind die Menschen, die sich neue soziale Verbindungen gesucht haben. Nicht als Ersatz, sondern als Erweiterung. Vereine, Ehrenamt, Kurse, Nachbarschaft. Nicht wegen der Aktivität, wegen der Menschen dahinter. Der Ruhestand kann eine der reichsten Phasen des Lebens sein. Aber er wird es nicht von alleine. Er braucht genauso viel innere Aufmerksamkeit wie jede andere große Lebensphase. Wenn Sie heute nur eines mitnehmen, das Gefühl der Leere oder Orientierungslosigkeit im Ruhestand bedeutet nicht, dass etwas falsch mit Ihnen ist. Es bedeutet, dass Sie ein Mensch sind, der sein Leben ernst genommen hat. Und dieser Mensch verdient es, den nächsten Lebensabschnitt genauso ernst zu nehmen, mit Geduld, mit Neugier. Und mit der Bereitschaft, sich selbst noch einmal neu zu entdecken. Wenn Sie sich wünschen, dass wir tiefer in einzelne dieser Themen gehen, Einsamkeit, Identität, Beziehungen, innere Ruhe, dann schreiben Sie es in die Kommentare. Ich lese jeden Kommentar. Und wenn Sie jemanden kennen, dem dieses Video helfen könnte, teilen Sie es.